Danke, Gary. Sie hören Search the Scriptures Daily, ein Programm, in dem wir jeden ermutigen, der Gottes Wahrheit kennen möchte, in Gottes Wort nach allem zu suchen, was für die Errettung und dafür wesentlich ist, sein Leben so zu führen, dass es ihm gefällt. In diesem Abschnitt von Search the Scriptures Daily gehen wir durch Dave Hunts neues Buch Judgment Day: Islam, Israel and the Nations. Letzte Woche waren wir mitten in Kapitel 7 mit dem Titel Hatred's Peace. Und wie wir feststellten, entgegen der Propaganda von Vertretern des Islam, die von den Nachrichtenmedien geschluckt und weitergegeben wird, ist der Islam keine und war auch nie eine Religion des Friedens. Außerdem beinhaltet der Frieden, den Muslime suchen, die Auslöschung Israels und die Unterwerfung der Welt unter den Islam und Allah. Genau. Dave, letzte Woche haben wir über Saudi-Arabien, Modell des wahren Islam, gesprochen. Ich denke, die meisten Menschen, wenn sie an Saudi-Arabien denken, wissen, dass unsere Truppen dort drüben gewesen sind. Aber irgendwie sehen sie Saudi-Arabien in ihrer Vorstellung nicht als mehr als nur ein Land mit viel Öl und Wüste und ein paar Scheichs, die da herumlaufen, wissen sie, in ihrer Kleidung und so weiter. Aber wie könnte das ein Modell des wahren Islam sein? Zunächst einmal, Tom, bevor ich das konkret beantworte. Saudi-Arabien ist einer unserer engen Verbündeten. Wir liefern ihnen militärische Ausrüstung und bilden sie aus. Wir haben sie vor Saddam Hussein verteidigt und sie sind mit uns in der Koalition, die den Terrorismus bekämpft. Aber gleichzeitig haben sie Al-Qaida mit etwa $1,5 Milliarden finanziert. Sie haben die Terroristen im sogenannten Palästina mit Milliarden von Dollar finanziert. Sie schüren Hass gegen den Westen. Wir belegen das in dem Buch. Vor kurzem ist eine Organisation in, ich glaube, etwa 80 oder mehr Moscheen in den Vereinigten Staaten gegangen, die im Grunde mit Geld aus Saudi-Arabien gebaut wurden. Was wir an der Zapfsäule für unser Benzin bezahlen, baut Moscheen auf der ganzen Welt und finanziert Terroristen, okay? Sie fanden in diesen Moscheen ein Dokument aus Saudi-Arabien, das Hass gegen den Westen ebenso wie Hass gegen Israel schürt und erklärt, dass der Islam triumphieren muss. Er muss die Kontrolle übernehmen, okay? Darauf werden wir noch ganz massiv eingehen. Wenn man den religiösen Aspekt einmal beiseite lässt, es ist eine Diktatur. Wollen Sie Demokratie? Was würde mit Saudi-Arabien passieren, wenn Demokratie ihre Lebensweise würde? Was würde damit passieren? Nun, Tom, wir finden es in Afghanistan und im Irak heraus. Diese Leute wissen wirklich nicht, was sie mit Demokratie anfangen sollen. Das ist ein Konzept, das, wenn es wirklich praktiziert würde, den Islam zerstören würde. Weil der Islam eine religiöse Diktatur ist. Es gibt keine Trennung zwischen Kirche und Staat. Nun, Jesus hat das für die christliche Welt festgelegt. Er sagte, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und er machte eine klare Unterscheidung, wie auch Paulus, zwischen den Regierungen dieser Welt und den Gläubigen, die sich in seinem Namen in Gemeinden und in Häusern und so weiter versammeln. Also müssen die Imame, die Scheichs, die Vorherrschaft haben. Nun, das ist in einer Demokratie sehr schwer. Und wir erleben das. Wir finden es heraus. Zum Beispiel haben 15 der 19 nördlichen Bundesstaaten in Nigeria. Wir haben das wahrscheinlich schon mehrmals erwähnt, aber es lohnt sich, es zu wiederholen. Die Scharia eingeführt. Das ist islamisches Recht. Das Ergebnis war das Niederbrennen von Hunderten von Kirchen, die Ermordung von Tausenden von Christen oder jedem anderen Nicht-Muslim. Okay? Also Demokratie in Saudi-Arabien. Das ist sehr schwer vorstellbar, weil noch etwas anderes hinzukommt. Nicht nur vom religiösen Standpunkt her, sondern wie wir, glaube ich, letzte Woche erwähnt haben, Ibn Saud hatte zwischen 200 bis 300 Ehefrauen. Infolgedessen gibt es buchstäblich Tausende von Prinzen und Prinzessinnen, die wie Prinzen und Prinzessinnen leben, und die herrschende Autorität in Saudi-Arabien müsste zur Seite treten. Sie würden ganz sicher nicht gewählt werden. Wie könnten sie ihr Monopol, ihre Kontrolle und ihren Reichtum aufgeben und das dem Willen des Volkes überlassen? Vielleicht könnte es nach einigen Jahren im Irak oder in Afghanistan passieren.
obwohl sie ja den Widerstand dagegen seitens der gesamten muslimischen Welt kennen. Aber man könnte es nicht tun. Lassen Sie mich nur erwähnen, wie es dort ist. Ich sage oft, wir müssen nicht über den Islam debattieren. Wir müssen nicht streiten. Man muss nicht einmal recherchieren. Gehen Sie einfach nach Saudi-Arabien. Kein Jude darf saudischen Boden betreten. Das ist von Anfang an keine sehr demokratische Idee. Obwohl es 1 oder 2 Ausnahmen gegeben hat, wegen der Umstände. Ja, diese Ausnahmen wären Liebermann und Kissinger. Kissinger. Mhm. Aber jeder Jude wurde in Arabien von Muhammad getötet. Jeder Jude, der nicht entkommen ist. Kein Jude darf saudischen Boden betreten. Nun, wie wollen Sie das ändern? Und Sie haben letzte Woche einen Teil eines Interviews im Fernsehen vorgelesen. Hass auf Juden, das wird Ihnen beigebracht. Es würde ich weiß nicht wie viele Generationen dauern, sich davon zu erholen, wenn überhaupt. In der Zwischenzeit wird Gott eingreifen. Dave, nur eine kleine Nebenbemerkung hier. Erklären Sie unserem Publikum, was passiert ist, als wir unsere US-Soldaten, die Juden sind, dort im Golf hatten. Ja, wir dokumentieren das, für Sie auch wieder in dem Buch. Sie flehten uns an. Würden wir kommen und sie vor Saddam Hussein retten? Das war 1990. Aber sie sagten, ihr könnt keine Juden mitbringen. Und unsere Regierung, unser Militär sagte, die Juden sind ein integraler Bestandteil unserer Militäreinheiten. Sie haben mit uns trainiert und sie kommen. Schaut weg, wir lassen sie nicht zu Hause. Und dann dachten wir, Moment mal, wenn ein Jude, wissen Sie, auf dessen Erkennungsmarke jüdisch steht, in die Hände fällt, wenn er von den Irakern gefangen genommen wird, werden sie ihn buchstäblich bei lebendigem Leib hauten, foltern. Ich meine, es wäre schrecklich. Also kamen wir, das ist das Militär, brillante Idee. Wir kamen auf eine neue Kategorie namens Protestant B und das wurde auf die Erkennungsmarken jüdischer Soldaten gestempelt. Obwohl einige von ihnen sich weigerten. Sie sagten, nein, wir werden dem Gott Israels vertrauen, dass er uns schützt. Nun, wenn Sie das dokumentieren wollen, gehen Sie ins Internet. Wissen Sie, Saudi-Arabien hatte früher nie ein Tourismusgeschäft. Man konnte nur dorthin, wenn man für eine Ölfirma arbeitete oder Krankenschwester in einem Krankenhaus war, Arzt, was auch immer. Jetzt hatten sie die glorreiche Idee. Sie wollen wie der Rest der Welt sein und sie werden eine Tourismusabteilung, ein Tourismusbüro haben. Nun, gehen Sie ins Internet und sehen Sie, was sie sagen. Jeder ist willkommen, außer ein Jude. Und wenn Sie einen Stempel aus Israel in Ihrem Pass haben, können Sie nicht nach Saudi-Arabien einreisen. Aber Tom, lassen Sie mich einfach weitermachen. Man muss Muslim sein, um in Saudi-Arabien Bürger zu sein. Es gibt keine Trennung zwischen Kirche und Staat, wie wir erwähnt haben. Religiöses Gesetz regiert das ganze Land. Kein nicht-muslimischer Gottesdienstort darf gebaut werden. Die Ausübung jeder Religion außer dem Islam ist verboten. Niemand würde es wagen, eine Bibel offen auf der Straße zu tragen. Sogar ein geheimes Bibelstudium im eigenen Haus könnte für jeden Ausländer Gefängnis oder Ausweisung aus dem Land bedeuten. Für einen Muslim würde es den Tod bedeuten. Es gibt keine der Freiheiten, die westliche Demokratien hochhalten. Meinungsfreiheit und Medienfreiheit, Pressefreiheit, Gewissensfreiheit, Religionsfreiheit, echte Wahlen und so weiter. Und so wäre es in Amerika, in Europa und in jedem anderen Land. Überall dort, wo der Islam die Macht übernehmen könnte. Und genau das beabsichtigen sie zu tun, weil Allah das befohlen hat und Mohammed ebenso. Dave, ich fand es wirklich interessant. Vor einigen Wochen war eine Vertreterin der Vereinigten Staaten dort, eine Frau, ich erinnere mich nicht an ihren Namen, aber der Pressebericht sagte, dass sie nach Saudi-Arabien ging, um mit Frauen über Frauenrechte zu sprechen. Sie dürfen dort kein Auto fahren. Es gibt bestimmte Dinge. Sie dürfen das Haus nicht ohne Erlaubnis ihres Mannes verlassen und müssen von einem männlichen Begleiter begleitet werden. Richtig. Der Kern des Artikels war, dass sie schockiert war, die Reaktion einiger Frauen zu hören, mit denen sie sprach. Sie sagten, nein, uns gefällt es so.
Wir finden es in Ordnung. Es ist kein großes Problem, dass wir kein Auto fahren dürfen. Wir sprechen von Frauen, die gebildet waren, die vielleicht Ärztinnen oder Wissenschaftlerinnen waren und so weiter. Was ist das? Waren sie einfach so etwas wie ein Sprachrohr der Regierung? Oder waren sie jemand, der so an diese Lebensweise gewöhnt war, dass es okay war? Tom, wir sind früher hinter dem eisernen Vorhang gereist, in den Tagen des eisernen Vorhangs. Zu versuchen, ein Interview zu führen, ein öffentliches Interview. Oh ja, genau das war das. Genau, mit einem Mitglied der Sowjetunion. Sie wären zu Tode erschrocken. Sie könnten ihnen unmöglich die Wahrheit sagen. Sie werden die Wahrheit nicht erfahren. Ich meine, ich habe mit so vielen dieser Leute gesprochen. Im Geheimen. Sie würden es nie wagen, solche Dinge zu sagen. Also würden diese Frauen natürlich auch nicht wagen. Sie könnten von ihren Männern bestraft werden. Sie könnten geschieden werden. Alles, was er tun muss, ist dreimal zu sagen, ich scheide dich und du bist raus. Aber es gibt keine der Freiheiten, die wir hochhalten und die eine Demokratie begleiten. Und die Demokratie soll sie schützen. Also könnte der Islam unmöglich dort gedeihen, wo es Freiheit gibt, weil der Islam durch das Schwert verbreitet wird. Du hast die Wahl zwischen der Bekehrung zum Islam oder dem Tod. Nun sagen die Leute, nun wir sehen nicht, dass das in Amerika passiert. Nun, nein, weil sie es in Amerika nicht tun können. Aber gehen Sie nach Nigeria, gehen Sie nach Algerien, gehen Sie nach Indonesien, gehen Sie nach Malaysia und sehen Sie, wie die wirkliche Situation dort ist. Gehen Sie in den Sudan, wo sie etwa 2 Millionen im Südsudan ermordet haben. Das ist der Islam, wo immer er die Macht hat, es zu tun. Und beurteilen Sie den Islam nicht danach, wie er in Amerika zu sein scheint. Oder man könnte sagen in Großbritannien. Ja, Sie finden es in Großbritannien heraus. Sie finden es in Frankreich heraus, in Holland und so weiter, was der Islam wirklich ist. Nun, Dave, aber hat der Islam nicht eine universelle Erklärung der Menschenrechte? Ja, Tom, das ist irgendwie ein Witz. Und wieder, Ich meine, es ist offiziell. Es gibt ein offizielles Dokument. Oh, ja, das war eine Reaktion auf die allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen. Übrigens sagt Artikel 18 dieser Erklärung: Es wird Pressefreiheit geben, Meinungsfreiheit, jeder kann jede Religion haben, sie sind frei, sie öffentlich auszuüben und so weiter. Und Saudi-Arabien hat diesen Teil unterschrieben. Sie haben nicht jeden Artikel unterschrieben, aber sie haben besonders Artikel 18 unterschrieben. Nun, das ist Heuchelei von himalayischen Ausmaßen, und die Vereinten Nationen machen dabei mit. Sie wissen es, schauen Sie, andere Länder wie Kuba und Simbabwe und nennen Sie sie Libyen und so weiter. Sie haben die Erklärung der Menschenrechte der UN auch unterschrieben, aber sie praktizieren sie nicht. Was ist der Sinn davon? Aber jedenfalls, damit sie nicht so aussehen, als würden sie hinter dem Rest der Welt zurückbleiben, kamen die Muslime zusammen und unterschrieben eine universelle islamische Erklärung der Menschenrechte. Sie wurde stolz verkündet auf der internationalen Konferenz über den Propheten Muhammad und seine Botschaft, die im April 1980 in London stattfand. Sie wurde von muslimischen Nationen am 19. September 1981 angenommen. Und hören Sie sich einen Teil dessen an, was sie sagt. Der Islam gab der Menschheit vor 14 Jahrhunderten einen idealen Kodex der Menschenrechte. Menschenrechte? Ich meine, entweder du unterwirfst dich ihnen oder du wirst getötet. Wir sprechen zum Beispiel in dem Buch über Dhimmi, einen Dhimmi. Nun, wenn du ein Heide bist, hast du die Wahl zwischen der Bekehrung zum Islam oder dem Tod. Wenn du zu den Leuten des Buches gehörst, das heißt Juden oder Christen, dann hast du, wenn du nicht konvertierst, das Recht, das zu sein, was man einen Dhimmi nennt. Nun, das ist so etwas wie ein Bürger 5. oder 6. oder 10. Klasse. Du musst gedemütigt werden, du musst hohe Steuern zahlen, du bist in allem eingeschränkt, aber du stehst unter den Schutz des Islam. Nun, sind das die Rechte, die der Islam gibt? Es sagt, basierend auf dem Koran und der Sura,
das heißt den Lehren und Beispielen Muhammads, das seien Menschenrechte. Diese Erklärung stellte die Scharia, islamisches Recht, als die ideale Garantie menschlicher Freiheit dar. Wahre Muslime meinen das wirklich und sie beabsichtigen, diese Freiheit dem Rest der Welt aufzuzwingen. Es ist, wie Sie sagen, Tom, eine kleine Abwandlung dessen, was ich letzte Woche sagte. Der Islam ist Freiheit, und wenn du dich weigerst, das zu glauben, werden wir dich in die Unterwerfung unter den Islam zwingen. Dave, du schreibst, Muslime bezeichnen Menschenrechte und persönliche Freiheit, wie sie im Westen vertreten werden, als die gefährlichste und abstoßendste Bedrohung, der die Welt gegenübersteht. Nun hast du hier ein Zitat aus einer islamischen Quelle. Ich werde es vorlesen. Amerika als die führende Supermacht und der einzige Machtmakler in der Welt führt diesen Ansturm gegen den Islam unter den Parolen von Demokratie, Pluralismus, Menschenrechten und Marktwirtschaft an. Die gefährlichste dieser Parolen ist die der Menschenrechte, einer der Eckpfeiler ihrer Außenpolitik. Sie benutzt diese Parole als Vorwand, um sich in die Angelegenheiten anderer Länder einzumischen, und betrachtet Menschenrechte als ein Gesetz, das befolgt werden muss. Persönliche Freiheit ist der abstoßendste Aspekt dieser Freiheiten, denn nach ihrer Auffassung bedeutet sie, dass ein Mann frei ist, das Verhalten zu wählen, das ihm gefällt, wie zum Beispiel homosexuell zu sein oder Unzucht zu treiben oder Rauschmittel zu nehmen. So ist Ausschweifung eine moralische Verfassung unter den Anhängern dieser Ideologie. Nun, das ist, was sie glauben. Und Tom, in mancher Hinsicht würdest du mit ihnen mitfühlen. Wenn sie nach Amerika kommen und die Pornografie sehen, einiges davon offen ausgestellt. Sie sehen den Einsatz von Frauen, um Männer zu locken, sogar im Fernsehen, in unseren Werbespots und so weiter. Aber andererseits, wenn die Prinzen kommen, die Geschäftsleute aus Saudi-Arabien in den Westen kommen, betrinken sie sich. Sie lassen sich auf all den Sex und so weiter ein, der hier angeboten wird, was sie angeblich dort drüben fernhalten. Nun, wir wissen. Außerdem ist das hier nicht ein Vorgeschmack auf das Paradies? Danke, Tom. Ja, denn das ist es, was dir im Paradies angeboten wird. Sie sollen auf der Erde keine alkoholischen Getränke trinken, aber im Paradies fließen die Flösse mit Wein. Und sie haben 72 mindestens, und es könnten Hunderte sein, dieser Jungfrauen, um nach Belieben Sex mit ihnen zu haben. Aber Tom, tatsächlich haben wir die Aufzeichnungen. Wir haben nicht die Aufzeichnungen von allen, aber wir haben Aufzeichnungen, die beweisen, dass zumindest einige der Terroristen, die diese Flugzeuge in die Twin Towers und das Pentagon geflogen haben, auch starke Trinker waren. Sie haben sich allem hingegeben, was der Westen zu bieten hatte, diesen Sünden des Westens, über die sie sich beschweren. Nun, Tom, ich weiß nicht, ob... Aber Dschihad und ihr Tod, das würde die Tafel sauber wischen. Sie werden reinkommen. Ja, Tom, wir sind nicht sicher, wissen Sie? Ich kann nicht sicher sein, dass Sie das nicht nur getan haben, um eine Tarnung aufzubauen, als Tarnung. Aber ich bezweifle es eher. Ja. Der Islam hat die brutalste Bilanz, und wir geben die Geschichte. Lassen Sie mich nur einige Dinge aufzählen. Sie sagen, der Islam sei Frieden. Wir können zurückgehen und wir nehmen sie im Buch mit zurück. Wissen Sie, von Frankreich bis China haben sie Millionen abgeschlachtet. Ich übertreibe nicht. Millionen von Menschen. Aber was ist mit jüngerer Zeit? Es gibt mehr Revolutionen, Attentate und Terrorakte in muslimischen Ländern, Muslim gegen Muslim, als im gesamten Rest der Welt zusammen. In den 1940er Jahren war Yasser Arafat, er bekam seine Ausbildung im Terrorismus, ein eifriger Mitglied von Amin al-Husseinis Kassamitengruppe, die rivalisierende arabische Familie Nashashibi, das waren alles gute Muslime, in einer Blutrache bekämpfte. Sogar bei ihren vereinten Bemühungen, Israel 1947-48 zu zerstören, bevor es geboren werden konnte, waren Muslime untereinander zerstritten. Der Frieden des Islam war nicht in der Lage, sie zu vereinen. Lassen Sie nicht einfach nach vorn springen.
Syrien griff seinen muslimischen Nachbarn Jordanien am 13. April 1957 an. Am 10. Juni 1958 kamen auf Jordaniens Bitte hin 2000 britische Fallschirmjäger. Das sind alles nicht-muslimische Heiden zur Rettung und landeten in Amman, um König Hussein vor Drohungen durch Irak und Ägypten zu schützen. 1960 wurden Jordaniens Premierminister und 10 weitere Beamte durch eine Bombe getötet, die von Nassers Agenten gelegt worden war. Er war das Oberhaupt Ägyptens und die für den König bestimmt war. Der Präsident von Tunesien beschuldigte Nasser, der damals als Führer der arabischen Welt galt, geheime Agenten geschickt zu haben, um ihn zu ermorden. 1979 töteten Husseins Kräfte etwa 2000 PLO-Guerilleros und tausende palästinensischer Zivilisten, als sie die PLO in den Libanon verdrängten. Ayatollah Khomeini, der den Iran in einem blutigen Putsch übernahm, war dafür bekannt, den Sturz anderer muslimischer Nationen geplant zu haben, einschließlich der Staaten am Persischen Golf. Von 1948 bis 1973 gab es 80 Revolutionen in der islamischen Welt, 30 davon erfolgreich, einschließlich der Ermordung von 22 Staatsoberhäuptern. Wir machen weiter und dokumentieren es für Sie. Nicht zu vergessen Anwar Sadat, der von seinen eigenen Truppen, der Muslimbruderschaft, ermordet wurde. 1971 rebellierte Ostpakistan gegen Westpakistan. Es waren beides muslimische Staaten und daraus wurde Bangladesch. 1979, das finde ich am interessantesten, Tom, besetzte eine abtrünnige Gruppe von Muslimen die heilige Moschee in Mekka mit der Kaaba in ihrem Zentrum. Die saudische Nationalgarde war nicht in der Lage, mit der Situation fertig zu werden. Also wandten sich die Saudis an den Westen um Hilfe. Natürlich dürfen nur Muslime nach Mekka, und deshalb verkleideten sich die Truppen, die kamen, um diese Terroristen zu beseitigen, in saudischen Uniformen. Es war Muslim gegen Muslim, und sie mussten auf die Heiden im Westen schauen, um sie zu retten. Und das passiert immer wieder. Und doch, es tut mir leid, wiederholt Präsident Bush immer wieder. Und unsere Führer wiederholen immer wieder. Und unsere religiösen Führer wiederholen immer wieder. Der Islam ist Frieden. Das ist eine gute Religion. Diese Terroristen sind lediglich Fanatiker. Das ist nicht so. Und Tom, wir dokumentieren es in diesem Buch so gründlich. Und ich wünschte, dieses Buch könnte zu unseren politischen und religiösen Führern gelangen und in die muslimische Welt gelangen. Ich bete seit Jahren, dass dieser islamische Vorhang zerrissen würde. Sie sollten sich für die Wahrheit schämen. Dave, der Punkt dabei, dass das Fanatiker und Extremisten und so weiter seien, kommt aus dem Koran. Und du gibst nicht alle an, weil es mehr als 100 Verse im Koran gibt, die davon sprechen, den Islam durch das Schwert zu verbreiten. Lass mich ein paar zitieren. Dem, der auf dem Weg Allahs kämpft, ob er getötet wird oder den Sieg erringt, werden wir bald einen Lohn von großem Wert geben. Und das ist Surah 4,74. Dann, wenn die heiligen Monate vergangen sind, tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet. Wenn sie aber bereuen und den Gottesdienst Allahs errichten und die Armenabgabe zahlen, das war die Dhimmi-Steuer, die du erwähnt hast, dann lasst ihren Weg frei in brutaler, demütigender Unterwerfung unter muslimische Herrschaft. Und das ist Surah 9,5. Kämpft gegen diejenigen, von denen die Schrift gegeben wurde. Das ist die Bibel, die nicht an Allah und nicht an den jüngsten Tag glauben, bis sie bereitwillig Tribut zahlen, erniedrigt. Wenn ihr daher Ungläubigen in der Schlacht begegnet, schlagt ihnen auf den Nacken, und wenn ihr sie gründlich unterworfen habt, legt ihnen feste Fesseln an. Diejenigen, die auf dem Weg Allahs getötet werden, deren Taten wird er niemals verloren gehen lassen. Das ist Surah 47,4. Wahrlich, Allah liebt diejenigen, die in seiner Sache in Schlachtreihe kämpfen. Und das ist Surah 61,4. Ich meine, wir könnten immer weiter und weiter und weiter machen. Nun, Tom, Frieden gibt es in Jesus Christus. Zunächst muss Frieden mit Gott da sein, zwischen Mensch und Gott. Und nur Christus hat das vollbracht. Und erst dann kann es Frieden unter Mitmenschen geben.
Du hast nicht diese Bilanz von Chaos und Mord und fortwährendem Streit unter Christen, die wahre Christen sind, wie du sie durch die Geschichte hindurch unter wahren Muslimen hast.